In der letzten Woche habe ich gezeigt, wie man so ein Sauerteig-Mischbrot backt. Heute zeige ich dir den perfekten Belag dafür. Leberwurst im Glas oder im Darm geräuchert. Hallo, Nico hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Legen wir los, das wird richtig lecker. Leberwurst lässt sich wirklich sehr einfach selber machen. Auch die Zutaten für Leberwurst sind recht überschaubar, es sind gerade mal 8. Zumindest bei mir. Andere Rezepte verwenden mehr, aber das ist Geschmackssache. Wir beginnen damit, 250 Gramm frischen Rückenspeck, auch grüner Speck genannt, und 800 Gramm Schweineschulter in grobe Stücke zu zerschneiden. Schneide Speck und Fleisch nicht zu klein, damit sie beim Brühen nicht austrocknen. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Fleisch und Speck in ca. 2 Liter kochendes Wasser legen. Den Topf beiseite ziehen oder die Gasflamme ausschalten, den Deckel aufsetzen und das Fleisch und Speck für 30 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Namensgeber der Leberwurst, der Leber selber. Sie sorgt nicht nur für den Geschmack, sondern enthält besonders viel Lecithin. Lecithin dient uns als Emulgator, um Fett und Wasser zu binden, die sich ansonsten gegenseitig abstoßen würden. Ich habe hier 200 Gramm Schweineleber. In der Leber verlaufen Gallengänge. Diese müssen so gut wie möglich entfernt werden, weil die Leberwurst sonst später bitter schmecken könnte. Ich habe hier ein besonders schönes Stück erwischt, mit einem deutlich zu erkennenden Gallengang, den ich großzügig wegschneide. Du kannst auch deinen Metzger fragen, ob er das für dich machen kann, wenn du dir da unsicher bist. Die Leber vollkommen zu sezieren halte ich für etwas übertrieben. Ich hatte noch keine bittere Leberwurst deswegen, weil da noch ein paar Gallengänge übrig geblieben sind. Denn die Leber ist vollkommen mit den Gallengängen durchzogen, dass es praktisch unmöglich ist, sie alle zu entfernen. Die Leber dann für 30 Minuten wässern, um Bitterstoffe auszuschwemmen. Zwischendurch einmal das Wasser wechseln. Danach 100 Gramm Zwiebel in ca. 2 cm große Stücke schneiden, damit sie in den Fleischwolf passen. Das Fleisch herausnehmen, in einem Sieb abtropfen und etwas abkühlen lassen. Es soll nur so weit abkühlen, bis du es gerade wieder anfassen kannst. Die Leber aus dem Wasser nehmen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Anschließend durch die 3 mm Scheibe des Fleischwolfs lassen und in einer Schüssel auffangen. Die Leberwurst gehört im Übrigen zu den sogenannten Kochwürsten, da ein Teil der Zutaten bereits gegart wird, bevor sie im Fleischwolf zerkleinert werden. Das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Konsistenz, da bei einem Teil des Fleisches das Eiweiß schon gebunden ist und es danach wieder fein zerkleinert wird die Bindung der Wurstmasse nicht so stark, wenn sie anschließend eingekocht bzw. gebrüht wird. Dadurch bleibt die Leberwurst streichfähig. 25 Gramm Salz zur Leber geben und mit einem Schneebesen aufschlagen, bis die Masse gebunden ist. Das Leberpüree wird dabei auch deutlich heller. Fleisch und Speck dann in etwa 2 cm große Streifen schneiden, damit man sie einfach in die Öffnung des Fleischwolfs gleiten lassen kann. Fleisch und Speck sofort hinterher wolfen, solange es noch warm ist. Die Leber dazugeben, 3 Gramm getrockneter Majoran. Gramm gemahlener Pfeffer, weiß oder schwarz, das ist Geschmackssache, und 1 Gramm getrockneter Thymian. Alle Zutaten mit der Hand vermischen, bis eine gebundene Masse entstanden ist. Wir erinnern uns, die Leber sorgt mit ihrem Lecithin dafür, dass sich Wasser und Fett verbinden können. Am besten gelingt das, wenn die Zutaten noch etwas warm sind. Die Wurstmasse in sterile, abgekochte Gläser abfüllen. Ich mache das mit einem Löffel. Wichtig dabei ist, so wenig Luft wie möglich in der Wurstmasse zu haben. Die Gläser dafür kräftig auf der Arbeitsfläche ausklopfen. Am besten mit einem Geschirrtuch darunter. Ich fülle nur 2 Gläser, da ich die Leberwurst lieber geräuchert mag und daher etwas mehr in den Darm füllen möchte.
Zum Einkochen stelle ich einen großen Topf auf den Herd, lege ein Gitter auf den Boden und darauf stelle ich die Gläser mit der Leberwurst. Okay, es sind dann doch 3 geworden. Mit Wasser auffüllen, bis die Gläser vollständig mit Wasser bedeckt sind. Den Herd einschalten und das Wasser zum Kochen bringen. Wenn das Wasser kocht, beginnt die Einkochzeit von 2 Stunden. Anschließend die Gläser herausnehmen und abkühlen lassen. Leberwurst im Glas ist für 12 Monate haltbar bei 10 Grad. Manch einer sagt auch bei Raumtemperatur, aber ich bin da immer etwas vorsichtiger. Kommen wir zu meinem Favoriten, geräucherte Leberwurst im Darm. Ich habe hier Schweinedärme mit 4 cm Durchmesser. Ich würde eher 5 cm Durchmesser nehmen, habe aber beim Metzger keine anderen bekommen. Ich habe mir die Därme in etwa 40 cm lange Stücke geschnitten und an einem Ende zugebunden. Wer kann den Darm auch am Stück füllen und danach Würste abbinden. Dafür bin ich aber zu ungeübt, deswegen mache ich das auf diese Weise. Das ist einfacher für mich. Für dich vielleicht auch. Die gefüllten Därme dann zu einem Ring zusammenknoten. Und hätte ich das gar nicht zu kurz geschnitten, müsste ich hier nicht mit einem zweiten Stück ausbessern. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Unterstütze mich auch bitte dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Die gefüllten Würste dann anschließend bei 80 Grad im Wasserbad brühen. Ich verwende dafür mein Sous-Vide Wasserbad. Normalerweise würde man das in einem Einkochautomat machen, aber da ich den nicht habe, mache ich es halt so. Die Brühzeit berechnet sich nach dem Durchmesser der Wurst. Man rechnet pro Millimeter Durchmesser 1 Minute. Also Beispiel: Der Darm hat einen Durchmesser von 45 mm, das heißt, die Wurst muss für 45 Minuten gebrüht werden. Die Leberwurst anschließend herausnehmen und das Fett kurz in heißem Wasser abspülen. Die Leberwürste danach etwas abkühlen lassen, dann über Nacht im Kühlschrank abkühlen und abtrocknen lassen. Am nächsten Tag kann geräuchert werden. Ich verwende hier eine Räucherschnecke, die ich mit Holzspäne fülle, um die Leberwürste für 3 Stunden bei 25 bis 30 Grad kalt zu räuchern. Die Späne zünde ich mit einem Gasbrenner an und stelle die Räucherschnecke in meinen großen Pflanzkübel. Die Leberwürste befestige ich mit Haken an einem Gitter und hänge sie in den Pflanzkübel. Mit einem weiteren Kübel verschließe ich meine Räucherkammer. Damit sich der Rauch staut, verschließe ich den oberen Abzug mit einem Stück Bananenblatt. Du wirst vielleicht ein anderes Blatt nehmen wollen und lass die Leberwürste für 3 Stunden im Rauch hängen. Anschließend herausnehmen und im Kühlschrank für mindestens 2 Stunden kühlen, bis das Fett fest ist. Danach darf herzhaft geschlemmt werden. So, also Leberwurst selber zu machen, das ist doch wirklich überhaupt nicht schwer. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Leberwurst selber zu machen. Ich muss mal ganz kurz hier das Brot ein Stückchen weit aufschneiden, beziehungsweise ich brauche mal eine Scheibe. So. Achtung, Wegfliege. Eben gerade sage ich noch, ich hoffe, die Fliege kommt jetzt nicht wieder ins Bild, wenn ich das Brot aufschneide. Und genau in dem Moment kommt sie natürlich. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz einfach mal. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Ich muss jetzt nämlich ganz dringend ein Leberwurstbrot essen. Und ich kann es kaum abwarten. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, du hast jetzt große Lust bekommen, selber Leberwurst zu machen. Leberwurst immer ordentlich dick auftragen. So. Und ich sehe gerade, da könnte ruhig mehr Fett drin sein, aber egal. Ich schmatze dir jetzt mal kurz einen vor.
Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja wieder in dem Video hier oder in diesem. Ab in die Küche. Ja. Leberwurst selber machen gehen. Ich bin hier am Schmatzen, total unverschämt, gell? Mega lecker, ey. Unbedingt ausprobieren. Tschüss.